Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise in Italien und befinde mich gerade in Vietri sul Mare bei Salerno und fahre heute die Amalfiküste entlang. Und wenn du wissen willst, was ich dabei sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 20. April 2023. Es ist sonnig, noch ein bisschen frisch und das ist die Straße, die ich jetzt entlang fahren werde. Es ist nicht ganz so viel Verkehr wie gestern Nachmittag, aber das kommt bestimmt noch. So, das Abenteuer beginnt. Ich habe mir extra neue Bremsbeläge drauf gemacht. Die alten waren komplett abgefahren. Die werde ich jetzt hier auch brauchen. Es ist 8:45. Ich bin extra ein bisschen früher losgefahren, weil ich gehofft habe, dass jetzt hier keine Touristenbusse fahren. Die kommen ein bisschen später. Ja, ich fahre jetzt leider auf der falschen Seite der Straße. Die spektakulären Ausblicke hat man auf der anderen und da kann man auch besser halten. In die Orte werde ich auch nicht richtig reinfahren können, weil die einfach zu eng sind. Die Gassen sind schmal und es gibt viele Treppen und so weiter. Deswegen habe ich gestern in Vietri sul Mare eine Pause gemacht und bin mit dem Boot nach Amalfi gefahren und habe mich dann da umgeschaut. Es war sehr, sehr schön. Dann kann man auch die Orte viel schöner am Hang hier liegen sehen. Hier sieht man jetzt erstmal nicht so viel. Und ja, zurück bin ich mit dem Bus gefahren und habe dann schon mal einen Vorgeschmack darauf bekommen, was mich hier erwarten wird. Ja, jetzt ist die Straße noch zweispurig, aber die wird gleich enger. Und dann stehen da überall Streckenposten, die dann die Straße für eine Spur sperren, für eine Seite sperren, wenn da was Größeres kommt. Gerade die Busse haben hier große Schwierigkeiten. Ich bewundere die Busfahrer, die hier die Nerven haben, jeden Tag entlang zu fahren. Ja, die passen an manchen Stellen gerade so aneinander vorbei. Das hier ist Cetara. Da hat das Boot gestern auch angehalten, aber ich bin natürlich vorbeigefahren und bin jetzt hier nur mit dem Bus durchgekommen. Ist auch ein schöner kleiner Ort, aber nicht so überlaufen wie Amalfi. Ja, und da sehen wir es schon, der Bus, der schiebt jetzt hier das Auto zurück. Ich stehe jetzt hier auch schon im Weg. Ich muss jetzt weiterfahren. Ich habe jetzt mal eine Parkbucht gefunden und bin auf die andere Straßenseite gefahren. Da muss man sehr vorsichtig sein. Da unten liegt Erki. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da fahre ich jetzt aber nicht runter. Und es geht jetzt da hoch. Mir kommt aber auch schon ein Bus entgegen. Die hupen dann immer vor der Kurve, aber ich kann nicht zurückhupen und sagen, dass ich in der Kurve bin. Ich habe jetzt mal meine Jacke ausgezogen. Das ist vielleicht besser für den Berg. Die Sonne ist schon ganz schön warm. Im Schatten ist es noch frisch. Und die Sonnenbrille musste ich auch rausholen, weil das Licht ist sehr gleißend. Aber die war ganz unten in der Tasche. Es hat die letzten Tage so geregnet, da habe ich sie nicht gebraucht. So, da kommt der Bus, den lasse ich noch durch und dann geht's weiter. Ich glaube, ich bin jetzt oben erstmal. Und die nächste Bucht ist nicht fern. Da liegt anscheinend ein Kreuzfahrtschiff. Es müsste allerdings erst die Bucht von Minori und Maggiore sein, oder wie das heißt, also kleinere und größere. Ja, das ist schon spektakulär hier. Im Moment ist wirklich nicht viel los, also gestern Nachmittag war die Hölle, als ich mit dem Bus gefahren bin. Aber es liegt ja noch was vor mir, also das kann alles noch kommen. Ja, da habe ich mich wohl ein bisschen vertan, es geht noch weiter hoch. Die nächste Haltebucht mit dem nächsten spektakulären Ausblick. Also ich finde, Vietri sul Mare ist ein super Ausgangspunkt, um die Amalfiküste zu besichtigen oder zu erleben. Da kann man, glaube ich, sogar mit dem Zug hinfahren. Das liegt nur 4 Kilometer hinter Salerno. Das kann man dann sich auch noch anschauen, wenn man mit dem Bus oder Zug zurückfährt. Und ja, es hat einen Strand. Die Zimmerpreise sind noch im Vergleich hier zum Rest der Amalfiküste moderat. Und ja, man kann alles mit dem Bus oder mit dem Boot erreichen. Ich würde das Boot empfehlen, weil die Busse sind teilweise sehr, sehr voll. Also besonders zu den Stoßzeiten, wenn dann alle wegfahren. Und man kann sogar dann nach Amalfi fahren und dann mit dem Boot nach Capri.
Und in Vietri gibt es auch eher Parkplätze als in den anderen Orten, falls man mit dem Auto unterwegs ist. Positano konnte man jetzt diesen April nicht erreichen mit dem Boot, weil der Anleger repariert wurde. Aber da muss man halt mit dem Bus hinfahren. Ich glaube, ich müsste jetzt gleich nach Maiori kommen. Mal schauen. Ja, so habe ich es mir vorgestellt hier. Und ich habe so ein Glück, dass heute die Sonne scheint. Es ist zwar ein bisschen dunstig, aber es ist trotzdem schön. Ich komme jetzt nach Maiori. Für die Abfahrt muss ich mir doch wohl meine Jacke anziehen. Also, das ist doch ein bisschen frisch. Maiori ist der größere Ort. Und ja, da stehen auch neuere Gebäude. Mal sehen, ob ich hier einen Kaffee bekommen kann. Ja, das war schön. Gut getan. Kaffee mit Blick aufs Meer. Ja, man fährt jetzt noch schnell mal durch, weil es kommt ja nur ein Fahrrad. In Italien immer beide Hände an der Bremse lassen. Ja, gestern war ich kreislaufmäßig total im Eimer. Ich hatte zum Frühstück den Kaffee aus der Thermoskanne genommen und dachte, das wäre Filterkaffee. Habe mir da so einen richtig schönen Becher voll gemacht mit ein bisschen Milch. Stellte sich raus, hatte die Ursula Mokka reingeschüttet, also aus diesen Aluminiumkannen, die man auf den Herd stellt, wovon man eigentlich nur so eine Espresso-Tasse trinkt. Weil ich dann 6 Tassen davon intus. Oh, ich konnte Amalfi erst gar nicht richtig genießen. Ich saß dann nur und zitterte. Irgendwann habe ich mich dann beruhigt und dann ging's. Oh, da vorne kommt eine Ampel. Ich lasse jetzt erstmal alle Autos vor hier. Aber natürlich kommt hier einer rein. Immer wenn ich in irgendeiner Einfahrt stehe, kommt irgendjemand. Das ist wie verhext. Jetzt habe ich schnell versucht, den Autos wegzufahren. Die holen mich natürlich jetzt ein. So, da kommt Minori. Ich muss jetzt schnell fahren, die sitzen mir im Nacken. Und wenn ich zu langsam fahre, dann überholen sie an irgendwelchen unmöglichen Stellen. Minori bin ich gestern gar nicht gewesen. Ich bin mit dem Bus dran vorbeigefahren. Sehr schön hier. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal zu besichtigen. Das ist jetzt das zweite Boot des Tages. Ich bin gestern mit dem ersten um 9:10 Uhr gefahren. Und das war deutlich leerer. Ja, und da draußen liegt, wie gesagt, ein Kreuzfahrtschiff. Das ergießt sich jetzt sicher auch nach Amalfi rein. Da habe ich gestern auch wahnsinniges Glück gehabt. Das war schon so voll genug. Und wenn da jetzt noch 3000 Leute dazukommen, dann wird es richtig voll. Und hier in Minori auf der Promenade ist ein Markt. Das ist kein Wochenmarkt, sondern eher so Dinge des täglichen Gebrauchs. Da oben an dem Hang hängen die Häuser. Wunderschön hier. Hier gibt es auch noch einen wunderschönen Platz, wo man Kaffee trinken kann. Toll. So, hinter Minori geht es jetzt wieder bergan. Die Jacke ist wieder ausgezogen. Vielleicht kann ich sie wieder anziehen, wenn es runter geht. Da vorne steht ein Streckenposten. Die sprechen sich per Funk ab. Wenn da irgendwas Großes kommt, Bus oder Lastwagen, dann halten sie hier den Verkehr an, bis das durch ist. Mich hat er jetzt aber durchgewinkt. Bin wohl schmal genug. Da muss man aufpassen. Die scheren hinten aus. Das war sehr nett, dass er mich durchgewunken hat. Hatte ich jetzt beim Anstieg meine Ruhe. Jetzt kommen sie in der ganzen Kolonne. Und ich lasse sie lieber vorbei. Es wird gerade von der anderen Seite wieder eine Kolonne durchgelassen. Marmorata kommt jetzt. Und ich höre schon das Hupen von dem nächsten Bus. Also ich habe den Bus gesehen.
Da hätte man auch hier halten können, wo viel mehr Platz ist. Hier wird um jeden Zentimeter, den man vorwärts kommt, gekämpft. Das ist lustig. So, hier bin ich gestern in den Bus gestiegen. Hier links ist die Bushaltestelle. Und da unter dem Sonnenschirm steht wieder so ein Streckenwärter. Das bin ich hier gestern zu Fuß gelaufen. Das war auch ein Abenteuer. Aber es gibt noch mehr Leute, die das tun. Und die scheinen immer noch damit beschäftigt zu sein, das Schiff zu entladen. Wow. Schön es auch mal von der anderen Seite zu sehen hier. Ja, hier halte ich jetzt nicht an. Wie gesagt, hier war ich gestern schon. Der Torre de Saracena. Wenn ich hier um die Ecke komme, müsste Amalfi da liegen. Und da ist es auch. Ach, schön. In Amalfi selber gibt es auch eine Engstelle mit einem Tunnel, wo auch Streckenposten stehen. Ich denke, da ist gerade so zu. Ja, hier war ich ja gestern schon, sehr ausführlich. Deswegen bleibe ich hier jetzt nicht stehen. Es ist auch wieder wahnsinnig voll. Die Rettungsboote vom Schiff fahren auch hin und her. Es kommen immer mehr Leute. Auf den mussten jetzt hier alle warten. Es ist wirklich sehr eng hier. Ja, hier ist was los. Jetzt sehe ich Amalfi auch von der anderen Seite. Sehr schön. Jetzt schnell weiter, bevor mir da einer ins Fahrrad reinfährt. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee, durch den Tunnel zu fahren. Ich versuche es mal hier. Ist doch auch viel schöner hier als im Tunnel. Das ist jetzt nochmal der Blick zurück auf Amalfi. Das ist schon toll. Ich komme jetzt nach Vetica und nach Positano sind es jetzt ungefähr noch 15 Kilometer. Hinter mir war eine Baustelle, deswegen kommen die Autos jetzt immer in Kolonnen. Ich kann mal kurz stehen bleiben und mal filmen, auch wenn der Zaun jetzt dazwischen ist. Ja, das ist doch mal eine Aussicht und das schöne Meer hier. Toll. Aber zum Baden ist es, glaube ich, noch ein bisschen kalt. Ja, und hinter jeder Kurve kommt ein neuer, toller Ausblick. Ich bin gerade durch Furore gefahren und das müsste Marina de Praia sein. Ich weiß nicht, wie der Ort da oben am Hang heißt. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus, so schön ist das hier. Die Sonne sticht schon ganz schön, auch wenn es eigentlich im Schatten noch frisch ist. Deswegen habe ich mir wieder meinen Schlafschal über die Ohren gezogen. Die Felsen werden immer steiler. Da unten ist ein kleiner Strand. Da steht auch jemand bis zum Knien im Wasser. Ich weiß nicht, ob die da auch baden gehen wollen. Hier wäre es zu kalt. Die nächste Ampel, hier bleibe ich mal lieber stehen, da vorne sieht es sehr eng aus. Ich weiß nicht, ob das Positano ist. Es soll eigentlich noch 10 Kilometer weg sein. Aber ich sehe keinen anderen Ort hier an der Küste. Ja, hier warte ich mal lieber, bis die Kolonne da hinter mir durch ist. Weiter geht's. Jetzt ist der Blick zurück. Da an der Kirche habe ich eben lieber gewartet und die Autos vorbeigelassen. Hier gibt es jetzt wirklich längere Abschnitte immer, wo keine Autos kommen. Es gibt aber auch viele Baustellen, wo Ampeln sind. Es müsste jetzt tatsächlich Positano sein. Es geht hier aber noch mal rechts um die Kurve. Es ist noch ein Stück und ja, ich sehe auch schon die Straße. Ich hoffe, die ist dann dahinter ein bisschen ruhiger. Ja, da liegt es nun, Positano. Wunderschön. Ich bin begeistert. So ein schönes kleines Badeboot. Das wäre jetzt auch ganz nett. Die orangenen Liegen sehen auch einladend aus. Ja, das ist Positano. Wunderschön. Die Straße geht da ganz oben entlang an der Küste bis nach Sorrent, glaube ich. Den Großteil des Verkehrs machen hier solche schwarzen Mercedes-Vans aus. Ich weiß nicht, ob das Hotel-Shuttles sind. Auf jeden Fall werden die Leute hier rumkutschiert zu den Sehenswürdigkeiten und die halten dann auch immer an diesen
Aussichtspunkten an wie ich. Stehen schon lange Schlangen von geparkten Autos, von Leuten, die Positano besuchen. Und dann gehen sie zu Fuß weiter. So, der hochkommende Verkehr kommt von links. Ich muss jetzt nach rechts. Ja, das sieht fantastisch aus. Aber mit dem Fahrrad habe ich da keine Chance. Bin ich froh, dass ich mich für Amalfi entschieden habe gestern. So, ich habe mich jetzt entschieden, doch diese Einbahnstraße zu nehmen, weil man da irgendwie wohl mehr in den Ort reinkommt. Das so eine gute Idee war. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier runtergehen soll. So, ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine Pause. Ich muss was essen. So, die Pause ist beendet. Ich bin aus dem Getümmel raus. Ja, leider konnte ich da jetzt nicht weiter. Ich arbeite mich so langsam hoch. Ich hätte es kaum noch zu hoffen gewagt, aber ich habe es hoch auf die Hauptstraße geschafft. Jetzt kann ich wieder fahren. Den Rest musste ich schieben, weil es Einbahnstraße war. Ich habe einen schönen Spaziergang durch Positano gemacht. Es ist inzwischen 2:15. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich heute Nacht übernachte und wie weit ich komme. Das muss ich mir gleich mal überlegen. Jedenfalls steht jetzt die Sonne nicht mehr so günstig zum Filmen. Aber es kommt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel. Das ist nochmal der Blick zurück. Die Felswände werden immer steiler. Dieses Tal, in dem Positano liegt, ist wirklich sehr schroff. Ich musste da mehrere Serpentinen hoch, wieder von ganz unten. Und ich bin nicht mal bis unten hingekommen. Bleibt abenteuerlich hier. So, hier haben wir jetzt nochmal einen richtigen Aussichtspunkt und da kann man sogar noch ein paar Häuser von Positano sehen. Da hinten über den Bergen, da bilden sich so komische Wolken. Ich hoffe, die ziehen nicht hier hin. Ich kann wegen der Sonne jetzt eigentlich nur noch zurückfilmen. Das haben wir ja schon mehrmals gesehen. Ich glaube, ich packe die Kamera jetzt einfach mal weg und fahre mal entlang und genieße es für mich. Und melde mich dann von irgendwo wieder. So, nicht weit von dem Punkt, wo ich eben aufgehört habe, ging es dann steil den Berg hoch. Serpentinen und jetzt bin ich mehr so im Inland, fahre aber noch ein Stück parallel zur Küste, aber ich glaube nicht, dass man die jetzt noch sieht. Ich bin hier jetzt gerade an der engsten Stelle der Halbinsel. Ich überlege gerade, ob ich wirklich ganz herumfahren soll. Es wäre jetzt so einfach, da runter zu fahren und dann Richtung Neapel weiter. Ich habe mich jetzt doch erst nochmal entschieden, hier oben zu bleiben. Es geht leider noch weiter hoch. Ich habe jetzt ganz in der Nähe eine Unterkunft gebucht. Und überlege mir das jetzt noch mal ganz genau. Ich hebe jetzt mal das Fahrrad über die Leitplanke. Ich hoffe, man kann ihn sehen, den Vesuv. Ich hätte hier jetzt einfach abschneiden können. Aber ich wähle den Berg. So, ich bin jetzt eigentlich schon relativ nah an meiner Unterkunft. Ich habe schon ein Schild gesehen. Ich hoffe, ich finde es jetzt auch. So, ich meine, das wäre jetzt das nächste Schild. Hacienda Agricola. Und es geht immer weiter rauf. Zum Glück haben sie die Schilder aufgestellt. Jetzt würde ich glauben, ich hätte mich verfahren. Das ist doch mal ein Ausblick hier. Das ist wieder nach Süden. Hoffentlich ist jemand da, denn mein Telefon hat kaum noch Strom und ich kann es nicht aufladen, weil angeblich Flüssigkeit auf dem Konnektor ist. So, jetzt geht es hier noch runter. Mal sehen. Oh nein, es war das Falsche. Viel zu weit gefahren. Falschen Schild gefolgt. Nach langer Suche habe ich meine Unterkunft gefunden. Ein wunderschönes kleines Apartment. Ganz abgelegen, aber auch schwer zu finden. Ja, ganz toll. Das ist das Bad. Und das ist der Blick aus meinem Fenster. Unglaublich. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen hier bleiben. Nicht nur für eine Nacht. Inzwischen habe ich mich ein bisschen erholt. Das Telefon lässt sich auch wieder laden. Ich bin so froh, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Es war gar nicht so einfach. Ich habe ja wirklich großes Glück gehabt. Es ist so schön.
Und diese Aussicht einfach sagenhaft. Ja, morgen geht es dann weiter Richtung Pompeji. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!